Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Oder vielleicht hörst du zum ersten Mal zu. Ganz egal. Ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. 6 einfache, aber sehr effektive Tipps, wie du deinen deutschen Wortschatz verbessern kannst. Und zwar so, dass du die Wörter nicht gleich wieder vergisst. Wenn du auch manchmal das Gefühl hast, ich lerne ein neues Wort, und 2 Tage später ist es einfach weg, dann bist du nicht allein. So geht es vielen Deutschlernenden. Aber keine Sorge, es gibt Tricks, wie du das ändern kannst. Und genau darum geht es heute. Bevor wir richtig loslegen, mach's dir gemütlich. Vielleicht bist du gerade unterwegs zur Arbeit, im Bus, in der Küche oder einfach nur auf dem Sofa. Egal wo du bist, ich verspreche dir, nach dieser Folge wirst du ein paar neue Ideen haben, wie du dir Vokabeln besser merken kannst. Tipp 1: Visuell merken, denk in Bildern. Okay, stell dir vor, du willst dir das deutsche Wort Kühlschrank merken. Das ist gar nicht so schwer, oder? Kühl. Das kennst du vielleicht, das heißt kalt oder kühlen. Und Schrank ist ein Schrank, ein Möbelstück, in dem man Sachen aufbewahrt. Ein Kühlschrank ist also einfach ein Schrank, der kühlt. Logisch. Aber was ist mit komplizierteren oder abstrakten Wörtern? Oder mit Redewendungen wie da ist der Wurm drin? Was heißt das überhaupt? Das ist der Moment, wo deine Fantasie ins Spiel kommt. Anstatt nur das Wort und seine Bedeutung zu lernen, kannst du dir ein lustiges oder verrücktes Bild im Kopf machen. Das hilft deinem Gehirn, sich das Wort zu merken. Zum Beispiel, da ist der Wurm drin. Das heißt, etwas funktioniert nicht richtig. Stell dir vor, du willst deinen Laptop starten, aber er geht nicht an. Und dann siehst du einen kleinen Wurm, der am Ladekabel knabbert. Total verrückt, oder? Aber genau dieses Bild macht das Lernen leichter. Dein Gehirn denkt, ach ja, der Wurm im Kabel, also ist etwas kaputt oder falsch. Das funktioniert auch mit ganz normalen Vokabeln. Zum Beispiel das Wort faul. Das heißt nicht fleißig, also wenn man nichts machen will. Stell dir einen dicken Kater vor, der den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, Chips isst, okay, unrealistisch, aber lustig, und sich nicht bewegen will. Dieses Bild bleibt dir viel besser im Kopf als nur das Wort allein. Je verrückter oder persönlicher dein Bild ist, desto besser. Also, schließ die Augen, denk dir eine kleine Geschichte zum Wort aus, und zack, das bleibt im Kopf. Tipp 2: Thematisch lernen, Wörter nach Thema sortieren. Kennst du das? Du lernst 10 neue Vokabeln, aber sie haben nichts miteinander zu tun. Zum Beispiel der Schmetterling, die Steuererklärung, Kochen, Verreisen, freundlich, das Knie, die Steckdose. Der Anwalt. Was ist das für eine Liste? Völlig chaotisch. Das ist ein Problem, denn unser Gehirn liebt Ordnung. Es speichert Informationen besser, wenn sie miteinander verbunden sind. Deshalb ist es viel sinnvoller, Vokabeln nach Themen zu lernen. Wenn du zum Beispiel das Thema Reisen nimmst, kannst du Wörter wie der Koffer, das Flugzeug, der Pass, die Grenze, das Hotel, buchen, einchecken, die Rezeption und so weiter zusammen lernen. Diese Wörter gehören zusammen. Und wenn du an eins davon denkst, fällt dir oft automatisch ein anderes aus der Gruppe ein. Oder das Thema Essen und Trinken. Das Besteck, die Gabel, das Messer, die Serviette, der Kellner, bestellen, bezahlen, lecker, scharf, salzig. Alles Wörter, die du vielleicht im Restaurant brauchst. Du kannst das mit kleinen Wortnetzen machen, auf Papier oder digital. Oder du kannst sogar kleine Geschichten schreiben. Ich gehe ins Restaurant. Ich bestelle eine Suppe. Die Suppe ist sehr scharf. Ich bitte den Kellner um Wasser. So merkst du dir die Wörter im Zusammenhang. Noch besser, lern die Wörter, die du wirklich brauchst. Wenn du oft einkaufen gehst, lerne die Wörter rund ums Einkaufen. Wenn du gerne kochst, dann nimm das Thema Küche.
So bleibt das Lernen relevant und spannender. Tipp 3: Mach das Wort persönlich. Verbinde es mit deinem Leben. Okay, jetzt kommt einer meiner Lieblingstipps. Stell dir vor, du lernst das Wort chaotisch. Das ist ein ziemlich nützliches Adjektiv. Aber wie merkst du dir das? Denk an eine Situation in deinem Leben, die so richtig chaotisch war. Zum Beispiel, du und deine beste Freundin wollt spontan nach Italien fahren. Ihr habt eine Stunde Zeit zum Packen. Kleidung überall, keine Zahnbürste, du vergisst den Ausweis, der Bus kommt zu früh, totale Katastrophe. Genau, chaotisch. Oder du denkst an dein Zimmer. Als du 14 warst. Alles lag auf dem Boden. Deine Eltern haben gesagt, hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also, total chaotisch. Wenn du das Wort mit einer echten Erinnerung oder Emotion verbindest, bleibt es viel schneller im Kopf. Du lernst nicht nur das Wort, sondern auch das Gefühl dazu. Das funktioniert auch mit Personen. Vielleicht kennst du jemanden, der immer alles perfekt organisiert. Dann verbindest du das Wort ordentlich mit dieser Person. Oder du denkst an deinen lustigen Onkel, der immer zu viel redet, und du lernst das Wort gesprächig. Persönliche Verbindungen sind wie kleine Haken im Gehirn. Sie helfen, das Wort zu verankern. Bis hierhin hast du schon 3 wichtige Strategien gelernt. Denk in Bildern, lern nach Themen, mach es persönlich. Und weiter geht's mit den nächsten 3 Tipps, wie du deinen Wortschatz im Deutschen dauerhaft und effektiv erweitern kannst. Jetzt schauen wir uns an, wie du mit Struktur, praktischer Anwendung und System noch mehr aus deinem Vokabellernen herausholst. Los geht's mit Tipp 4. Tipp 4. Schau dir an, wie das Wort aufgebaut ist. Vokabeln sind wie Lego. Du hast bestimmt schon bemerkt, dass viele deutsche Wörter ziemlich lang sind. Manchmal denkst du vielleicht, wie soll ich mir das alles merken? Aber warte, viele dieser langen Wörter bestehen aus mehreren kleinen Teilen und genau das ist deine Chance. Deutsch ist bekannt dafür, dass man Wörter zusammenkleben kann. Das klingt erstmal verrückt, aber es ist eigentlich genial. Du kannst dir ein langes Wort oft leichter merken, wenn du es auseinander nimmst, wie ein Lego-Modell. Nehmen wir das Wort Kühlschrank. Wie in Teil 1 schon erwähnt, kühl heißt kalt, Schrank ist ein Möbelstück. Also ein Schrank. Der kühlt gleich Kühlschrank. Ganz logisch, oder? Oder schau dir das Wort Handschuh an. Das ist der Schuh für die Hand. Lustig, oder? Kein Glove wie im Englischen, sondern ein Handschuh. So merkst du dir das Wort viel leichter, weil du den Aufbau verstehst. Ein anderes Beispiel: Zahnarzt. Da steckt Zahn drin. Das ist der Zahn und Arzt der Doktor. Also der Doktor für Zähne. Oder Fernsehen. Fern gleich weit weg. Sehen gleich sehen, also etwas aus der Ferne sehen. Fernsehen. Wenn du weißt, wie ein Wort zusammengesetzt ist, kannst du es dir besser merken und du kannst auch neue Wörter erraten, die du noch nie gesehen hast. Das ist wie ein kleiner Superkraft beim Sprachenlernen. Also, wenn du ein neues Wort siehst, frag dich immer: Erkenne ich einen Teil davon? Gibt es ein Wort darin, das ich schon kenne? Macht die Kombination Sinn? Mach das zu einem Spiel. So wird das Lernen spannender und du entdeckst die Logik hinter der Sprache. Tipp 5. Benutze das Wort in einem echten Satz. Jetzt kommt ein besonders wichtiger Tipp. Viele Lernende schreiben sich neue Vokabeln auf, machen Listen, lernen mit Karteikarten. Das ist okay, aber nur ein Wort allein reicht nicht. Denn ein Wort ist wie ein Puzzleteil. Es macht erst Sinn, wenn du es in einen Satz einbaust. Stell dir vor, du lernst das Wort neugierig. Du weißt vielleicht, das heißt Kurios. Okay, aber wie benutzt man das? Wenn du den Satz hörst: Meine kleine Schwester stellt immer 1000 Fragen. Sie ist total neugierig. Dann weißt du sofort, was das Wort bedeutet. Wie es grammatisch funktioniert,
welche Emotionen es hat und in welchem Kontext es typisch ist. Oder noch ein Beispiel. Du lernst das Verb sich freuen. Aber das reicht nicht. Es macht mehr Sinn, wenn du sagst: Ich freue mich auf den Urlaub. Oder: Ich habe mich sehr über das Geschenk gefreut. Jetzt siehst du, sich freuen braucht oft eine bestimmte Präposition, auf oder über. Du lernst automatisch mit, wie das Wort sich in einem Satz benimmt. Also, schreib dir zu jeder neuen Vokabel einen Satz auf. Noch besser, einen Satz, der zu deinem Leben passt. Wenn du zum Beispiel das Wort beeindruckend lernst, dann denk an etwas, das du beeindruckend findest. Die Berge in der Schweiz sind wirklich beeindruckend. Oder: Ihr Referat war total beeindruckend. So bekommst du ein echtes Gefühl für die Sprache und du fängst an, aktiv zu sprechen, nicht nur zu wissen. Noch ein extra Tipp: Sprich die Sätze laut. Dein Gehirn merkt sich Wörter viel besser, wenn du sie hörst und aussprichst. Es geht nicht nur ums Lesen oder Schreiben. Sprache ist vor allem Hören und Sprechen. Tipp 6: Wiederholen, aber mit System. Okay, jetzt mal ehrlich. Wie oft hast du schon ein Wort gelernt? Und dann nach 2 Tagen war es weg? Tja, das ist ganz normal. Unser Gehirn vergisst Dinge, die wir nicht oft genug sehen oder benutzen. Die gute Nachricht: Du kannst das mit einem Trick ändern, und der heißt Spacet-Repetition, also Wiederholen mit Abstand. Was heißt das genau? Wenn du ein neues Wort lernst, ist es zuerst nur in deinem Kurzzeitgedächtnis. Damit es in dein Langzeitgedächtnis wandert, musst du es mehrmals wiederholen, aber nicht direkt hintereinander, sondern mit immer größerem Abstand. Zum Beispiel: Tag 1. Du lernst das Wort beeindruckend. Tag 2. Du wiederholst es. Tag 4. Nochmal. Tag 7. Wiederholen. Tag 14. Noch einmal. Und dann reicht es vielleicht einmal im Monat. Das klingt vielleicht kompliziert, aber es funktioniert super. Und es gibt viele Apps, die dir dabei helfen, zum Beispiel Anki oder Quizlet. Die zeigen dir automatisch, wann du ein Wort wiederholen solltest. Aber du kannst es auch ohne App machen. Zum Beispiel mit einem kleinen Notizbuch oder Karteikarten. Wichtig ist nur: Hab ein System. Schreib dir auf, wann du was wiederholst, und mach's regelmäßig. Und noch was: Wiederholen heißt nicht nur lesen. Benutze das Wort. Schreib Sätze, sprich es laut, hör es in Podcasts, sieh es in Filmen. Je mehr du ein Wort in verschiedenen Situationen siehst und hörst, desto stärker verankert es sich. Zusammenfassung der 6 Tipps. Keine Sorge, das ist keine Liste zum Auswendiglernen. Einfach ein kleiner Rückblick. Erster: Denk in Bildern. Mach das Wort visuell. Zweiter: Lerne thematisch. Ordne die Wörter nach Bedeutung. 3. Mach's persönlich. Verbinde Wörter mit deinem Leben. 4. Zerlege Wörter. Schau dir den Aufbau an. 5. Setz Wörter in echte Sätze. Mach sie lebendig. 6. Wiederhole systematisch. Bleib dran. Aber clever. Wenn du auch nur 2 oder 3 von diesen Tipps regelmäßig nutzt, wirst du merken: Du lernst schneller, vergisst weniger und hast mehr Spaß am Deutschlernen. Und genau das ist das Ziel, oder? Zum Schluss: Hey, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann mach mir doch eine kleine Freude. Gib ein Like, abonniere den Podcast und erzähl vielleicht einem Freund oder einer Freundin davon, die auch Deutsch lernt. Je mehr Menschen davon erfahren, desto mehr können wir gemeinsam wachsen, als Community von Deutschlernenden, die sich gegenseitig unterstützen. Wenn du Fragen hast, Feedback geben willst oder ein Thema hast, das dich interessiert, schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bleib motiviert, hab Spaß beim Lernen. Und vergiss nicht, ein neues Wort ist nur dann deins, wenn du es benutzt. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und bleib neugierig.